schöne Strände, leckeres Essen und ein tolles Hotel. Das war Koh Chang für uns. Und damit begrüßen wir euch zu einer neuen Folge bei uns Angsthasen auf Weltreise. Heute erzählen wir euch von unseren Erfahrungen auf Koh Chang und geben euch noch ein paar wichtige Infos für euren Trip. Ja, Koh Chang ist die zweitgrößte Insel in ganz Thailand und liegt im östlichen Teil vom Golf von Thailand. Außerdem ist sie ganz nah gelegen an der kambodschanischen Grenze und ungefähr 315 Kilometer von Bangkok entfernt. Außerdem ist Koh Chang ein perfekter Ausgangspunkt für das Inselhopping zu den nahegelegenen Inseln Koh Mak und Koh Kot. Über diese beiden Inseln haben wir in den letzten beiden Wochen schon ein Video für euch gemacht. Wer da Interesse hat, kann da nochmal reinschauen. Insbesondere zeigen wir euch da auch, wie man anreisen kann. Die Größe von Koh Chang wird auch dadurch deutlich, dass Autofähren auf die Insel fahren. Denn Koh Chang ist deutlich touristischer als seine umliegenden Inseln und ungefähr 30 Kilometer lang und 13 Kilometer breit. Ja, wir raten euch vor der Reise nach Koh Chang über die geografischen Gegebenheiten zu informieren. Das haben wir nämlich nicht gemacht. Ja, denn als erstes hatten wir ein Hotel im Osten der Insel und wussten nicht, dass man vom Osten nicht so einfach in den Süden kommt. Das heißt, dann muss man ganz außen rumfahren, entgegen dem Uhrzeigersinn. Weil die Insel hat unten im Süden kein Verbindungsstück, da ist einfach Urwald. Wenn ihr auf die andere Seite fahren wollt mit dem Roller, das dauert schon ungefähr eine Stunde hin und zurück. Gerade im Westen befinden sich halt viele schöne Strände oder auch Streetfood-Markets, Restaurants. Man kann da einiges machen. Das wurde uns quasi zum Verhängnis, denn wir hatten ja schon erzählt, wir haben Familienbesuch bekommen und dann waren wir abends noch spät mit dem Roller unterwegs, waren noch schön was essen und sind dann in der Dunkelheit wieder zurück zu unserem Hotel gefahren. Das wurde super kalt. Wir waren halt so kurz angezogen, kamen ja vom Strand. Und wie es dann manchmal so kommt, meine Mutter wurde von den Sandmücken und den Moskitos gestochen, weil sie am Abend keinen Moskitoschutz verwendet hat. Am nächsten Tag mussten wir tatsächlich mit ihr ins Krankenhaus fahren, weil sie eine allergische Reaktion bekommen hat. Es war auf jeden Fall nicht so guter Start in die Insel, einzig und allein dadurch, dass wir uns für die falsche Inselseite entschieden haben. Deswegen ist das schon mal ein großer Tipp für euch. Wenn ihr nach einem Hotel sucht, geht auf jeden Fall auf die Westseite von Koh Chang. Wenn ihr aktiv seid und was unternehmen wollt. Wenn ihr aber nach Ruhe sucht und Abgeschiedenheit, dann kann die Ostseite genau das Richtige für euch sein. Ja, das ist dann auch der Hauptgrund, warum wir uns nochmal umentschieden haben und uns ein Hotel im Westen der Insel gebucht haben, namentlich das Watercolor. Und da waren wir wirklich super zufrieden, weil es für uns zentral lag, man konnte alles sehr gut erreichen mit dem Roller und das Hotel uns auch sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, das Watercolors Resort, das liegt direkt an einem Fluss und man kann über den Fluss ganz einfach zum Meer gelangen. Wie? Entweder per Kajak oder per Sub. Und das haben wir auch genutzt. Der Service ist umsonst dort. Außerdem gibt es dort kostenlose Fahrräder zu leihen. Und wir fanden die Zimmer super, super schön. Das Restaurant war ganz toll. Wir hatten einen prima Blick auf den Fluss. Und abends gab es sogar auf der gegenüberliegenden Seite eine Feuershow, die wir uns dann auch natürlich mal gegönnt haben. Richtig. Drumherum kann man auch noch weitere Restaurants besuchen, indem man sich ins Kajak setzt und einfach rüberfährt. Außerdem waren die Hotelangestellten super, super freundlich, haben uns eigentlich bei allem geholfen, was wir so an Anliegen hatten. Und deswegen würden wir das Watercolors auch gerne empfehlen und geben 5 von 5 Angsthasen. Und mit ein wenig Glück könnt ihr auch die Affenbande in der Nachbarschaft bestaunen. Ja, wir hatten das Glück nämlich, dass immer, wenn wir mit dem Fahrrad vorbeigefahren sind, diese Affen aus den Gebüschen kamen und wir sie beim Futtern beobachten konnten. Wofür sind die thailändischen Inseln natürlich bekannt? Die tollen Strände. Zum einen den White Sand Beach. Der ist etwas touristischer, es sind viele Hotels, Restaurants und Bars direkt am Strand. Aber ich finde ihn trotzdem eigentlich ganz schön. Auf jeden Fall. Außerdem gibt es an der Straße einen Night Street Food Market. Gut gefallen hat uns auch der Klong Prao Beach. Den konnten wir von den Watercolors aus mit unseren Subs oder mit dem Kajak erreichen und der war etwas ruhiger. Wenn man vom Klong Pre Beach weiter nach Süden fährt, erreicht man noch weitere Strände. Zum Beispiel den Kai Bae Beach, den Londi Beach und den Bailan Beach. Außerdem ist Koh Chang bekannt für die Aktivitäten, die ihr vor Ort unternehmen könnt. Zum Beispiel das Schnorcheln. Das ist aber nicht nur auf Koh Chang, sondern auch auf den umliegenden Inseln möglich.
Es gibt wundervolle Wasserfälle auf Koh Chang, allerdings müsst ihr hier aufpassen, dass manche von denen Eintritt kosten, andere hingegen sind dafür kostenlos. Koh Chang bietet sich auch zum Wandern an. Die Insel ist hügelig, hat viel Dschungel und tolle Aussichtspunkte. Und wem das noch nicht reicht, der kann auch das Bangbao Fischerdorf besuchen, wo es zahlreiche Restaurants gibt, in denen ihr leckeren Fisch verspeisen könnt. Wegen dem schlechten Wetter mussten wir jetzt den Umweg nehmen von Koh Kut nach Trat. Und jetzt müssen wir 50 Kilometer fahren mit dem Taxi zum Pamacham Pier. Um von da aus wieder mit dem großen Boot nach Koh Chang zu kommen. Weiter weggewählt. Wie gefällt's dir? Ja, super. Schau mal da raus. Die Inseln. Kleine Flussmündung. Berge im Hintergrund. Ist super. Super. Eine super Sache. Und hier sind wir auch schon wieder mit unseren 2 Tipps für euch. Tipp Nummer 1. Probiert doch mal das leckere und günstige Essen am Street Food Market Koh Chang. Tipp Nummer 2. Wenn ihr danach noch Lust auf ein leckeres Dessert habt, dann können wir euch das Mango Sticky Rice in Watercolors empfehlen. Das ist direkt um die Ecke und fußläufig erreichbar. Und das war tatsächlich das beste Mango Sticky Rice, was wir auf unserem ganzen Thailand-Trip probiert haben. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt was gelernt. Wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Bis ganz bald. Ciao. Hey, wie ist das so schwer? Nochmal.